Hi, mein Name ist Matthias und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video lernst du, was ein Seitenumbruch in Microsoft Word ist und wie du diesen anwendest. Wie du hier siehst, habe ich mir ein Beispielsdokument vorbereitet. Dieses Dokument kannst du ebenfalls nutzen, den Download-Link findest du in der Videobeschreibung. Bevor wir nun in die Anwendung gehen, erkläre ich noch kurz, was ein Seitenumbruch eigentlich ist. In vielen Fällen bei einem Dokument, welches viel Text oder viel Inhalt hat, kann es vorkommen, dass man auf einer Seite einen Inhalt auf die nächste Seite übertragen möchte. Einerseits kann dies das nächste Kapitel sein, bei einem Buch zum Beispiel, eine Grafik, welches nicht auf die Seite passt, dafür auf die nächste und so weiter. Genau hierzu nutzt man nicht die Leerzeichen, sondern einen Seitenumbruch. Denn ein Seitenumbruch bleibt immer gleich. Verwendet man diese Methode der Leerzeichen, so verschiebt sich der Inhalt, wenn man als Beispiel hier was reinschreibt und eine neue Zeile einfügt. Dies ist bei einem Seitenumbruch nicht der Fall. Gut, wie fügt man nun einen Seitenumbruch ein? Um einen Seitenumbruch einzufügen, geht man an die Stelle des Dokuments, wo man diesen einfügen möchte. Als Beispiel möchte ich nun hier diese Überschrift bzw. diesen Textabschnitt auf die nächste Seite bringen und gehe nun hier in diese Zeile darüber und drücke entweder STRG und Enter auf der Tastatur oder ich gehe hier oben auf Einfügen und auf Seitenumbruch. Wir sehen nun hier schon, dass nun ein Seitenumbruch eingefügt worden ist. Das heißt, alle nachstehenden Inhalte werden auf die nächste Seite transferiert. Füge ich nun hier oben als Beispiel ein paar Leerzeilen ein, so sehen wir, dass der Seitenumbruch gleich bleibt und sich der Inhalt darunter, sprich dieser, nicht verschiebt. Mit dem Seitenumbruch kann man ebenfalls leere Seiten in Microsoft Word einfügen. Als Beispiel gehen wir hier darunter, drücken einmal STRG und Enter für den Seitenumbruch und nun erneut einen Seitenumbruch. Nun haben wir hier eine leere Seite. Zum Schluss dieses Videos noch eine kleine Empfehlung meinerseits, und zwar möchtest du dein Microsoft Word Wissen auffrischen oder erweitern, so empfehle ich dir den Microsoft Word Kurs von iLearn. Dort lernst du in aufbauenden Modulen das ganze Wissen rund um das Thema Microsoft Word. In jedem Modul stehen dir zahlreiche Downloads in Form von Übungen, Hilfsmitteln, Vorlagen und so weiter zur freien Verfügung. Zum Schluss des Kurses kannst du dein erlangtes Wissen auf die Probe stellen und dir, bei Erfolg, dein Zertifikat abholen. Abonniere ruhig diesen Kanal für weitere Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Ich freue mich auf dich, dein Matthias.